Hallo kids. Vandaag hebben we een geschichte van Jezus. Jezus, wenn hij hier op aarde weer, dan deed hij veel meer met mensen te vertalen. En dan deed hij met de aarde te, en dan ging hij met de te voorhaan. En du komen zo veel mensen Jezus hier. Du komen zo rijke mensen die wil Jezus hier. En zij weer smaakt je boot en fan rein en hoor zich fan je chaamt. Dan komen ze nu Jezus en dan daar ze du hoortje. En dan komen er nog arme mensen die willen ook van Jezus hier. En zij horen vielleicht niet schmakke Kleider aan, oder horen zich niet karzliche Boot, so dan rekt er een beetje van ich. Aber Jesus deed het alle nus niet uit. Hij deed te allem immer vertalen en hij leeft het alle. Aber dann ein Tag, dann kommen du, wordt man an Jesus, dann zeggen ze, aber was schafft het Jesus? Check mal, wie der an Schmack boden, en wie zijn Schmack reden, man wie kommen met die vertalen, man wie hier kommen horchen, en aber jane die daunen nicht. Check mal, dort sitzt so, der einer ist vielleicht noch mal groß von der Stab gekommen, die sind gries, en der hat, ihre oude Kleider an, en dat zijn niet allemaal unbedingt alle fijne mensen. Eentje van die dan nog domme dingen. Wat kost u met de alle top zijn? En na nog, wie hand je hier du das nog meer reich met die top eten? Wat schoof dit bloos? En dan checkt Jesus zich ram en dan zegt hij, weet wat, laat me mal junt eine Geschichte vertellen. En dan vangt Jesus dit aan. Hij zegt, de een man, der had 100 Schub. En dat deed nu de apostel. En dat, jeder dag dat hij immer met de top op de werden opgaan, dan deed hij nu de dag van apostel. En du weer zwarte schub maken, witte schub en bruine schub. En du weer welle schub maken, en dan weer danach zijn schub maken, die wil bis daher was slopen. Du weer veel verschiedene schub. En dan zo ovens, man seine huis gingen, dan nam hij de schub, en dan da waren die alle am Stolen gingen, dann teilt hij die. Immer 1, 2, 3, 4, ganz bald 100. Nam je die der touw, en dan de nächsten Samariens, dan ging ze ware alle uit, op de werden op, ganzen dag hever. En een dag, wenn ze terugkomen, dan teilt hij zijn schub ook. 1, 2, 3, ganz bald 99. Du zullen je doch 100 Schub zijn. Dan neemt de ware alle uit, dan telt de fresh. Nope, du zijn bloos 99 Schub. Irgendwo is een Schubje missing. En dan gaat hij moest windruit en ziek nu zijn Schub. Hij checkt alle wegen. Hij kript op een boom nap en ziek nu zijn Schub. Hij checkt alle wegen nu zijn Schub. En dan zegt hij zijn nu was nog, hey, weißt wat, du is een Schub weg. Na, aber du hast ja noch 99 Seiten nu was. Ja, aber du is een weg. En dan ziekt hij wieder nu den Schub. En lang ziekt hij nu den Schub. Bad op einmal, dan zegt hij, hey, du is dort en dort struk. Du moved irgendwas. Hij rand moest winnen en checkt er nan. En je weiß ook nog, du bijna als een schubje. En dat is de voors, niet kon dat er niet ruit, niet had dat niet kunt naar huis komen. So hij neemt dat schubje, merkt dat de vrij, en dan pakt hij dat waar op, en dan deed hij dat nog op zijn schilderen op, en dan draagt hij dat naar huis. En dan hangen wij eens, dan zegt dat de ozine nu was wat dat traf. Check mal, dat schubje, ik had het nu waar gevangen. Dat weer dat vast, nu heb ik dat gevangen. Du weer een schubje missing en ik wist dat. Dat wil ik terug. En dan deed hij dat ook terug im stolen, dan had hij waar ozine 100 schub door. En dan zegt Jezus, en krijg zo is God, hij läuft ons alle, als wie rijk zijn ter arm, aus de mensen rein zijn, aus de gries zijn, aus de tjengertjes zijn, wat vielleicht nicht ganz so viel Toys haben aus der anderen Hand. Jesus gleich de alle. En hij jaft zoveel in ihren Raum, dat wann einer von die Arm nicht chant, dann wird hij hier gleiche, dat der Arm auch chant. Goedemorgen, Sola. Wo deed het vandaag?
alle gezond gebleven over de laatste week. Dat freut me. Heeft keiner een lied durch diesen tijd durchgegangen? Dat is wunderbar, wie Gott so gut als tans, nicht? Uns einmal war bewahren von dem, was wir uns nicht verdient haben. Ja, wir wollen von der anfangen mit ein frisches Buch aus der Bibel, ein noch ein kartes Buch. Schritt 3 hat wir Jona, von der wollen wir anfangen mit Ruth. Ruth, Kapitel 1. Gott seine Hand an uns Lieder. Na, wir haben von der vielleicht nicht Lieder, aber eins haben vielleicht auch ein Bett. Eins Lieder vielleicht ein bisschen an Angst, andere ein bisschen an und wundern, wer kann uns drauf sein, Zeug zu haben und so wieder. Aber wir wollen ein bisschen Zeit nehmen und durch das Buch von Ruth gehen in die nächsten paar Botschaften. Und von der fangen wir mit Kapitel 1 an. Viele Menschen glauben, dass Ruth als die beste, schönste Karte Geschichte in der Bibel. Und sie sagen sogar die schönste Geschichte von der Vergangenheit, von der alten Tide. Vielleicht wird diese Botschaft sich ein Klimatal eine Geschichte vertalen, feile, als gewöhnlich. Aber die Geschichte fängt an mit einer Zeit, als der Rechter leider wieder im Land. Dort gibt uns von ungefähr eine Idee, in was für eine Zeit von der Welt, als die Welt steht, das passiert ist. Als der Rechter wieder, wann wieder der Rechter? Der wird von ungefähr 1200 bis 1020 Jahre vor Christus. Das wird die Zeit, nur dem, dass Josua gestorben wird, als das Volk Israel hat in Kanaan angebracht, und dann wird er über dem gestorben. Und dann wird er eine lange Zeit von Rechter, und dann auf einmal wird König Saul, wird er zum König gesalbt. Und die Zwischenzeit von Josua sein Tod, bis wo Saul zum König gesalbt wird, als das passiert, das Geschichte mit Ruth. Und die Ursache, warum die Zeit von Rechter genannt wird, ist, wenn dann nicht Könige wäre, überhaupt nicht. Du wäre Rechter im Land Israel. Der Rechter dort wäre der, was sich um die Probleme zwischen den Menschen kümmert in die reellen Zeiten, wenn sie wäre der, was die letzte Authority hat über die Dinge. Wie viel von das beschrieben, wenn wir die Bücher von Richter durchlesen in der Bibel. Judges auf Englisch. Wenn wir das Part von der Bibel lesen, wo der Rechter regiert, merken wir, dass dort viel von dort eine düstere Zeit wird von der History, von israelischer History. Die Israeliten werden am Gift von gottlosen Völkern. Sie haben lange nicht alle Völker umgebracht und ausgerottet, was Gott befohlen hat, dass sie sollen. Und nun werden sie am Gift mit viel von seinen Völkern, was der Gottlosen aufgejagt wird. Und das dreht weg von Gott. Sie haben viele Versuchungen in verschiedene Dinge, besonders die sexuelle Versuchungen, wo sie ständig mit Straucheln deiden, auch mit den Völkern Roma an. Und das hat sich sehr bekannt, auch für die Zeit, was wir von der Bahn leben. Also in Vers 1 fangen wir an die Zeit, als die Rechter und Leider im Land werden, nehmen sich dort zusammen, dort durch eine Hungersnot wird. Das merkt uns und denken, woran eine Hungersnot? Hat Gott ablaat sein Volk Strafe? Wenn immer war, wenn wir in der Bibel von Hungersnot lesen, ist das abhängig mit einer Strafe von Gott. Das Volk hat sich gewehrt, für Gott zu gehorchen. Sie haben oft gedacht. Und Gott hat gesagt, da würde er sich trägen, und dann würde sie nicht Erntes kriegen. Er würde nicht fördern, andere werden. Von der ersten Tag haben wir vielleicht nicht gerade so viel Hungersnot in uns Land, ob es warst im Bett ist. Aber wir sind meist alle ziemlich reich. Aber weißt du, wir haben einen anderen Trouble. Wir spenden mehr, als unser Einkommen ist. Oder wir haben einmal nicht arbeiten, dann weten wir nicht, von was wir eten wollen. Aber wir müssen und denken, uns Brot kommt doch schließlich von Gott. Und wenn er uns das wegnehmen will, dann kann er das tun. Und die Zeit, als die Rechter, die Leider im Land werden, nehmen sich dort zusammen, dass da eine Hungersnot wird. Dann mögt sich ein gewisser Mann von Bethlehem an Juda ab mit seinen Früh und seinen 2 Jungs nur Moab zu tragen. In Bethlehem. Was meint Bethlehem? Bethlehem, das meint einfach Haus von Brot, House of Bread. Ist das nicht interessant, dass im House of Bread eine Hungersnot wird? Das ist ein bisschen, wenn jemand sagt, die schafft vielleicht eine Bäckerei, oder wir können vielleicht sagen, bei Bimbo in Chihuahua,
En hij zegt, aber alle Menschen sind hungrig, wat er schaffen. Hier im Huis van brood als Hungersnood. Also des man, de moet entscheiden. Blijf ik, er traag ik weg. Moab is so bei 80 Kilometer oosten. Aber hij entscheidet sich weg te tragen. Weet je, in 1 Jahren, dann wieder das haben Familien, die sehen ab einmal wie waren, mit 10 Jahren in Ontario fahren, Gürtchenplättchen. Wenn wir seine das haben nicht geschafft mit unserer letzten Abend. Wie waren wir das was tun, dort wir noch wieder zu eten haben. Des Mann entscheidet, noch Moab zu tragen, mit seinen Früh und seinen Jungs taub. Mehr sicher, wurde da mehr verdienen. Einige Menschen kommen mir reich nach unsere Gegend, wenn die sagst, wo in Trouble sind oder Hungersnot haben, hier verdienen sie mehr, ne? So, ich glaube, das kann eine Strafe von Gott sein, ich weiß, dass hier nicht alles wäre, wenn bloß 20 Kilometer wieder aus, da wird euch Hungersnot. Und das ist so, als wenn das bloß kriegt, der am Gegend wäre. Aber ich glaube, das hat den Mann, dessen Mann, was in der Moab tragt, soll denken merken, es hij vielleicht auf einen Vertrag zu stellen hat. Und zu Gott kommen und Gott noch help fragen, er entschlossen, bloß einfach wegzutragen. Aber weet je, wie von der sind so, wie kriegt ihr nun eine Gelegenheit, mehr Geld zu merken? Und dort deed ik das auch. Und er entschlossen sich, nach Moab zu reisen. Und das Problem hier ist, Moab ist nicht eine Stadt für Gott, seine Menschen. Gott hat wiederholend gesagt, hat nichts mit den Völkern zu tun. Die Moabiter, die dienen nicht den Worten Gott, sie dienen den auf Gott Kamos. Und sie opfern die Kinder zu ihren auf Gott. Ihre eine Kinder werden geopfert auf Gott. Also Gottes Volk soll nicht nur Moab tragen. Dort wird nicht in Gott sein Plan bauen, aber das Mann mögt eine schlechte Entscheidung. Als Haupt von seiner Familie nimmt er seine Frau und seine beiden Jungs von ihren Bekannten, von ihren Freunden, von ihrer Kirche, von ihrer Gemeinschaft mit den Gläubigen, nur eine Stadt, wo sie die einzige Christen würde sein können sein. Ab zwar steht da nicht, wo die Christen genannt, aber Gott seine Kinder. Nur eine Stadt, wo keine Kirche wäre und auch nicht die Gemeinschaft von den Gläubigen wäre. Die Geschichte hat wieder in Vers 2. Die Namen von diesem Mann und seine Frau wären Elimelech und Naomi. Und ihre Jungs wären Machlon und Kilion. Sie wären von der Ephrata-Gegend und hatten Land bei Bethlehem und Juda. Also sie ende das Land. Das wir nicht, dass sie nichts haben. Und der Name Elimelech, das Mann sein Name, dort meint, mein Gott ist König. Weißt du, Elimelech handelt nicht so, als sein Name das sieht. Sondern er hat selbst entscheiden. Das von er selbst kann Gott sein. Er hat, was er will. Seine Freiheit Naomi, das meint angenehm, oder freundlich, oder seid. Das ist ein sehr schöner Name. Aber weißt du, sehen, Machlon und Kilion, das wären mit fremden Namen. Diese Namen haben nicht eine schöne Bedienung. Bitte gebt jene Jungs nicht diese Namen. Machlon dort meint krank und Kilion meint gestorben. Kann ich Ihnen verstehen, jene Jungs so eine Namen zu geben? Sie tragen nach Bethlehem von Moab. Weißt du, für uns Männer ist Elimelech einfach nicht ein schmackendes Vorbild. Er macht eine schlechte Entscheidung. Ein Vorbild von unseren Frühs in der Kenia, in unsere Kenia am Verdorven anbringen. Jo, ich weiß von uns Männer ist ein Druck, was wir viele Eten am Tisch zu bringen. Und für unsere Familie zu sorgen. Und das ist auch unsere Pflicht zu tun. Besonders in der Zeit, wo wir von der leben. Wir sind besorgt, dass wir das Wort können tun und das Wort schaffen. Aber wenn es nicht immer leicht ist, müssen wir doch Entscheidungen merken, was nicht bloß mit Geld zu tun haben. Das ist noch mehr als Geld, wo wir alle mit zu tun haben. Elimelech ist nicht ein gutes Vorbild in diesem. Er überteilt sich nicht die geistliche Kosten. Er überlegt nicht, was das für seine Familie tun. Er nimmt es nicht in Betracht, dass die Entscheidung, was er merkt, seine Frau in Kenia ihre Zukunft antasten wird. Weißt du, wir als Väter von der, das ist wichtig, was wir für Entscheidungen merken, wenn wir denken, an unsere Familie zu versorgen. Was wollen unsere Kinder für ein Vorbild haben, wo wir sie abwachsen wollen? Oder was für Vorbilder wollen wir entsandt? Was für Freunde wollen sie haben? Weißt du, als Elimelech entschloss, mit seiner Frau tot nach Moab zu tragen, entschloss er sich auch, die Kirche zu verlassen, Gebet zu verlassen,
Gemeinschaft te verloten, verantwoording te verloten. Hij leidt al vrienden wat God leefde terug. Hij neemt zijn familie naar een stad, wo sie niet kennen, zich meest sicher worden aangelopen, eigen partner vrienden. Hij deed al dat. Zoals ook wie van de Aufwerken doen. Hij taalt de financiële aankosten, aber nicht de geestliche. Vers 3 lezen we, als ze dan in Moab waren, starf de man. Elimelech en leidt zijn vrouw Naomi en de 2 jongens hingen zich. Waarom met stilhouden? Waarom trok Elimelech eerstenfalls naar Moab? Hij wil niet verhungern. Hij wil niet sterven. Wat passiert is in Moab weer? Hij starf. De leer van deze Geschichte, we kunnen al onze grote plannen merken, die we willen. Aber onze uitkomen is in Gott zijn hand, niet in onze. We weten niet, wo oder an wat des Elimelech starf. Wird het de Allah? We weten niet. Hartschlag? Oder wordt hem von een Kamel geschlagen? We weten niet. Aber wenn wir das lesen, wundern wir, wo oder an wat starf des Mann, oder woran passiert das? Die Bibel sagt uns das nicht. Wird Gott sein gerecht? Oder wird bloß einfach natürlich ja Tod? Weißt du, wenn da was passiert in uns Leben, dann fragen wir leicht, warum Gott? Dann ist es still. Vielmals ist es dann still. Gott sagt uns das nicht. Lang nicht immer. Die Bibel lehrt uns, dass die geheime Sachen Gott gehören. Wir erkennen hier im Bett und da im Bett und manche Dinge. Nicht alles. Weißt du, in anderen Welt, wir weten eigentlich alles, was wir weiter brauchen und was wir nötig haben zu weiter, um auf Gott zu vertrauen. Aber auf keinem Weg weit wir alles, was wir hier würden weiter wählen. Wir sind vielmal neugierig nach Dingen, was wir nicht erfahren, solange wir in dieser Welt sind. Also müssen wir uns vertrauen auf Gott, zaten, in dem Glauben leben. Elimelech starf, hij laat Naomi en de jongens terug. So hier ist noch was Positives bei hier. Da wären diese 2 Sehens, was ihre Mutter versorgen würden. Sie würden okay sein. Sie hat 2 Sehens, was eine Art Kette würden, und sie würden merken, somehow. Die werden jünger sein wird. Vers 4 und 5. Und dann merkt sich das so, dass die Jungs sich mit moabitischem Jahres befrieden. Die Schwerdachter wären Orpa und Ruth. Die ganze Familie wäre vielleicht 10 Jahre in Moab gewesen. Und dann starben die Jungs alle beide. Machlon und Kilion. Nu wir die Früh ohne ihren Mann und auch ohne ihre Sehens. Warum trok Elimelech nach Moab? So, dass er seine Sehens nicht sterben würden, nicht? Was passiert? Sie starben. Diese Geschichte ist hier für diese Naomi so trostlos, so trieb, so grave, so düster und so hoffnungslos ist, wie uns die Pfarrer feststellen können, nicht? Kann ich Ihnen feststellen, diese Frau, diese Mutter, ihren Mann, ihre Sehens begraben, nach einem fremden Land? Wir haben auch mal Sehens begraben. Da wären die Eltern von beiden Seiten, die Geschwister von beiden Seiten, da wäre die Gemeinde, da wäre die Umgebung, da wäre uns Tüß. Ja, und immer alles. Gott seine Kraft, Gott sein Trost, Gott ist seine Hoffnung. Aber kann ich Ihnen feststellen, den Ehepartner an alle Kinder begraben, in ein fremdes Land? Das ist, was Naomi passiert. Und um noch schlimmer zu merken, wir sind in das fremde Land Moab. Keine Gemeinde, keine Freundschaft, keine Frühes, was Gott leibte, was mit Arthur würden beten, was würden trösten. Sie ist alt, sie ist allein, sie ist arm. Wo wird Naomi dort tun? Wo wird sie antworten auf das? Wo wird sie reagieren auf das? Vers 8 sagt, Naomi hier dann, dass die Herr sein Volk geholfen hat und dass nun genug zu eten wir. Dann ging sie los, mit ihrer schwerdachter Taub am Träg von Moab zu tragen. Von Moab nach Bethlehem. Sie reist Träg nach Bethlehem. Er schwerdachter, jammer dat wir allen de jene maat. Wenn sie hier in de gouden Noorreich von Thuis, noch mehrere Jahre,
Die Hungersnood weer voorbij. Wanneer wordt onze hungersnood nu Gemeinschaft voorbij zijn? Dat we waar vrijheid hebben te verzamelen. En dat het waar wat alle oké zijn. We weten nog niet krijgen, nee? We kijken ver weg, den ja worden andere. In Vers 6 komt het zum eerste Mal vor, dat dem Herrn zijn Name genannt wordt. Dat zegt, dat de Herr zijn volk geholpen hat. Gott sehen zijn volk war in Bethlehem. Als Naomi entscheidt, waar het terug naar huis te gaan, terug naar ihrem Gott, dan fangt ze aan waar moed te krijgen. Uit dem land van wo Camus, dem falschen Gott, gedient wordt, terug naar dem land, wo den wahrhaftigen Gott angebetet wordt. Terug naar de mensen, wat Gott, von wem Gott sehnen deed. Sie möchten eine gute Entscheidung. Sie will waar den wahrhaftigen Gott anbeten. Als sie das tut, fangen die Umstände sich an zu drehen erleben. Weet je, etliche von uns hat es erfahren in unserem Leben. Alles scheint schief zu gehen, nicht? In uns Leben. Bet wie uns nur Gott drehen, unsere Umstände fangen an zu ändern. Hey, ihr merkt, was von Unterschied dort merkt, wenn wir Gott danken, dann steht am beschuldigen da, wenn wir umdrehen von beschuldigen und danken, das hat alles mit Gottes Fürsorge zu tun. Fürsorge, was meint das? Ich will ein klein bisschen Zeit nehmen, zum sagen, was Fürsorge meint. Weet je, Gott wirkt durch die Vergangenheit in der Schrift und in uns Leben durch zwei verschiedene Hänge. Eins ist die Hand, wo wir seine Wunder sehen. So ist die brennende Busch, den Moses sagt, das rote Meer, was sich abteilt, und das Volk Israel da durchging. Da wird sie Jungfrau, was ein Sehen zur Welt bracht, und der heißt Jesus. Und das Jesus, der ging auf dem Wasser, der weicht die Menschen ab, der heilt kranke Menschen, und viele mehr Dinge. Diese Dinge weit wie seien die in der Bibel. So eine Art Wunder sei wie von der nicht so viel, es wird in der Bibel sein. Aber die meiste Zeit wirkt Gott durch seine unsichtbare Hand von Fürsorge. Du sagst vielleicht, ich wünsche, ich kann sein, was Gott schafft. Na, in Wirklichkeit sei wie dort. Alle Zeit. Durch seine unsichtbare Hand von Fürsorge. Gott setzt ihm voraus, was uns fehlen wird, und sorgt für uns. Fürsorge meint einfach, dass Gott ständig an der Arbeit ist, in alle Einzelheiten von unserem Leben. So wie er bei Naomi und Ruth und Elimelech und so sind mit mir und die. Fürsorge meint einfach, du hast einen guten Plan hinter allem, was uns aus Gottes Notfall passiert, wenn Gott ist mit uns. Also Gott schafft durch zwei verschiedene Dinge, durch Wunder und durch Fürsorge. Wunder ist seine Hand, die wir sehen. Fürsorge ist die unsichtbare Hand, was wir nicht sehen. Bitte durch die Uhr vom Glauben, sei wie die nicht. Gott ist über allem und er ist Gott. Das muss wir klar halten. Gott ist Gott zu aller Zeit. Er ist über alle Mächte in der Welt. Er ist Herrscher. Nichts passiert, was er nicht zulässt. Sogar das Coronavirus, den wir von der mit straucheln, den hat Gott von uns zugelassen. Ist das sein Wille? No, das ist nicht Gott sein Wille, viele Dinge. Aber Gott lässt manchmal die schlechten Dinge zu, um was Gutes zurück zu bringen. So Gott weiß das, und wenn wir am Leben, wird uns das auch zum Besten dienen. Und ich habe mit Menschen geredet, sie sagen, sie können all Dinge sein, wo uns das zum Guten gedient hat. Also Gott ist noch immer in Kontrolle. Er ist allmächtig. Du hast keiner ever an. Gott ist über den Satan, über die Dämonen, er ist über Leben und er ist über Tod. Gott ist über dem Himmel, er ist über die Hall, er regiert die ganze Schöpfung. Weißt du, das ist nichts, was Gott nicht anweiht, in jeder Einzelheit. Gott setzt sogar die wunderbare Regel, was wir von der Fall sagen, wenn eine sogenannte Krankheit rangeht, was wir nicht wissen, was das alles ist. Gott setzt das. Die andere Wahrheit von ihm ist, er ist gut. Gott ist liebend, er ist geduldig, er ist barmherzig, er ist mitfühlend, er ist freundlich. Über alles, Gott ist gut. Und Gott liebt uns. Wenn Gott so gut ist, warum ist dann so viel Böses in der Welt? Wenn so tun ist schlecht. Die Dämonen sind schlecht. Menschen sind vielmal schlecht. Aber Gott ist immer gut. Und das muss wir immer klar haben. Gott ist allmächtig und er ist gut. Wenn wir bloß denken, dass Gott allmächtig ist und dass er nicht gut ist, dann sind wir im Trouble.
wenn wir dann all das erreicht in der Welt sein, dann denken wir, Gott ist nicht liebend. Er ist nicht erreicht. Oder er sorgt nicht für uns als seine Kinder und so weiter. Also wenn Gott allmächtig ist, meint er dann, dass alles, was passiert, sein Wille ist? Nee, auf keinen Fall. Das ja viele Dinge, was nicht Gott sein Wille sind. Und wie nahe das sind. Kein von Sinn und Übel, was in der Welt angeht, ist Gott sein Wille. Weißt du, was das sagt in Römer 8, Vers 3, der letzte Part von den Vers? Er schickt, nämlich Gott, schickt seinen Sohn an Menschengestalt als ein Opfer für die Sünde und verdammt die Sünde am Fleisch. Also wir sehen das ganz klar, dass Gott nicht in Gefallen hat an der Sünde. Menschen haben all von jeher immer wieder gegen Gott rebelliert, gegen Gott gewasst. Weil die keine Sünde oder Übel ist Gott sein Wille. Wenn Gott es zulässt, dass er viel schlechter auf dieser Welt ist, bringt er für die, was Gott leben, was am Leben, was Gott ut das Übel auch noch rührt. Und der bekannte Vers von Römer 8, Vers 28 sagt, wir weten, dass Gott in alle Dinge immer das Beste wirkt für die, die am Gott sind. Dort sind die, die er geraubt hat, so als er das will. Gott verschwendet keine Troen, kein Leid, keine schlechte Dinge in unserem Leben, sondern er bringt immer, was Gott rührt, ut das Schlechte. Er ist nicht bloß allmächtig, er ist Gott. Gott sagt nicht, das mir Leid an die, ich wünsche, ich kann die halten. Das sagt Gott nicht. Das finden wir nicht in der Bibel von Gott. Die Bibel hat ganz klar, dass für Gott nicht was Schworet gibt, nicht was Amelie gibt. Wo passt das alle dann zu Ruth die Geschichte? In Ruth die Geschichte sei wie nicht groß Wunder, ütel Wunder, aber wir sehen ganz klar Gott seine Fürsorge in der Hand. Gott hat einen Plan für diese arme Witwe, was so viel treurig ist, für Naomi. Schreckliche Umstände fangen an, sich zu ändern, Schritt für Schritt. Die Hungersnot in Bethlehem hat sich umgedreht zu einer Zeit von der Ernte und Speise. Der Schreiber hier von Ruth merkt das klar, dass hier Gottes Hand an der Arbeit ist. Das ist nicht bloß gleich der Zufall, dass es nicht auf einmal so ist. Also Naomi merkt sich auf dem Weg trägt mit Ruth nach Bethlehem und seine, was sie da wollen begegnen. Vers 6, der letzte Part in Vers 7, dann ging sie los mit ihrer Schwerdacht der Taub, am Trägen nach Moab zu tragen. Träg von Moab zu tragen, alle drei merken sich ab, um von Moab nach Juda zu gehen. Sie gehen los nach Bethlehem, wo Gott ist, wo die Menschen den wahren Gott dienen, wo war der Brot ist, in das Haus von Brot. Dann auf einmal dann holen sie still. Niemand sie erst mal in ihrer Erholung haben. 3 früh ist kein Verstahlen, die alle gleich reden, dann auf einmal mal die Stahl holen und sich mal in ihr holen. Früh ist gleich zu reden. Just in case die das nicht weiter. Und das ist biblisch, nicht die Versicherung Stahl zu merken. Vers 8. Bat Naomi mit einmal zu ihrer Schwerdachter seht, gut träg. Und jeder nur jene Mutter ertüß. Mochte Haar so treuhütig tügend sein, als die zu unseren Verstorbenen und zu mir gewast sind. Naomi sagt, dass ihre Schwerdachter besser dran sind, träg in ihre Heimat zu gehen, wo sie bekannt und nicht fremd sind. Naomi sagt, sie hat keine Familie, keine Sehens, kein Geld. Gut träg, please, gut träg ein Haus. Und sie bet. Weißt du, das sind alle Gebete hier im Buch von Ruth. Ein von dem Buch von Ruth sind all die Gebete beantwortet. Also das ist wichtig, dass wir mit Gott reden dürfen. Und wir lesen an so was Part von das Gebet von Ruth, die sagt, mochte Herr so treuhütig Gott zu uns sein, als die zu uns Verstorbenen und zu mir gewast sind. Mochte Herr uns jeder Wara eine Stätte in einen Mann geben. Und damit küsst sie, und zum Aufscheid, aber sie können sich nicht holen und hielten, sei er. Die Schwerdachter sehen alle beide, wie wollen mit die nur deine Lied gehen. Aber Naomi sagt, mir alles, gut träg. Warum wird je mit mir kommen? Meint ihr, ich will noch Sehens haben, die junge Männer können sein? Nee, die müssen träg gehen. Ich sehe zu alt, dass ich mich noch einmal befrieden will. Nee, sogar wenn ich mich von der befrieden und wird Sehens haben, wird die dann lernen,
bis die groß werden? Würd ihr ihn wirklich nicht andere Männer frieren? Nee, meine Töchter, das ist nicht bloß ein Schwur. Das merkt mich sehr besser, sagt Naomi, dass die so leiden und nu den Haaren seine Hand so in mir gekommen ist. Mocht was Naomi hier sagt, nu dat den Haaren seine Hand in mir gekommen ist. Wem hält Naomi verantwortlich für ihr Leiden? Gott. Wenn Naomi auch weiß, dass ihr Mann verantwortlich ist, aber kann Gott nicht was getan haben, dass an das nicht wird passiert sein? Wie viel von uns wäre das noch mal so? Kann Gott nicht mal was getan haben in meinem Leben, dass mir nicht diese schlechten Dinge passiert würde sein? Oder dass ich nicht mal diese schlechte Entscheidung gemerkt habe? Warum hast du das nicht getan, Gott? Kriegt nu, seht Naomi Gott nicht aus dem Fremd. Gott ist jen mir, sagt sie. Wo war wir geheiligt? Wo war wir Gott mehr ähnlich? Ist es nicht in dem, dass wir standhalten in schwere Tiden? Oder warum lässt Gott es tun, dass wir manchmal durch schwere Tiden gehen? Ist es nicht, dass wir am dichter bei ihm kommen und am ähnlicher werden? Also, wenn wir Gott leben, deine uns alle Dinge zum Besten, ja? Also für uns meint das, wenn wir auf eine ähnliche Stadt ankommen, wo Naomi ist, wo das Leben schwer ist, wo das Leben stinkt, wo das aller nichts meint, und sich so fällt, dass von Gott uns nicht läuft, oder nicht mehr uns fremd ist, dann ist die Frau, die Gott lügt, dass wir am Frau sollen. Gott, wo wird das alles mir helfen? Jo, wie kann Gott zu Gott beten, dass er die Umstände ändern wird, dass er uns Lieder wahrnehmen wird, oder dass er ein Wunder tun in unserem Leben. Und wir sollen beten und vertrauen. Aber wie Frau Gott, wo wirst du mir an diesem allem helfen? Alles, was wir begehen, lässt Gott von der Ursache tun. Warum ist das so wichtig? Wenn das ändert unsere Ansicht über Lieder, das hilft uns, dass das Lieder uns dichter bei Gott bringt. Ons Leben ist auch so Naomis und Ruths erleben wir. Gott schafft und kriegt nu durch seine vorsorgende Hand in meinem deinem Leben. Wenn Dinge auch anders sind, als wie die gleiche von der. Wir seien das nicht immer so, auch Naomi sagt das nicht so. Sie feilt sich nicht so, dass Gott erfreut wird. Aber wie wollen das wird sein in der kommenden Botschaften? Vers 14. Hier sagt es war von den zwei Schwerdachter. Sie hielten danach mal bei Orpa jenk ihre Schwiegermutter den Abschiedskuss geben. Ruth aber hält sich ganz an Naomi. Orpa deed das normale Ding. Sie hat ein Haus. Sie wirkt eine heidnische Frau, ja? Ruth ist anders. Sie wehrt sich, nach Haus zu gehen. Vers 15. Dann sagt Naomi, kijk, die Schwägersche jet trägt, nur ihre Lied und nur ihre Jetta. Go met haar met. Dann auf einmal redet Ruth zum ersten Mal in dieser Geschichte. Sie redet hier so eine berühmte, so eine famous Wieder, was von der ersten Tag ab Chasti gebraucht worden. Dort wisst sie nicht, dass sie so eine Wieder redet, was ein paar tausend Jahre später ab Chasti wurde gebraucht worden. Vers 18 und 17. Aber Ruth sagt, prof mich nicht länger zu bereden, dass ich verloren in Träg gehen soll. Hier mal ab damit, sagt sie. Wo du hin gehst, will ich hingehen. Wo du wohnen wirst, will ich wohnen. Dein Volk soll mein Volk sein. Und dein Gott soll mein Gott sein. Dort, wo du stirbst, wo ich auch sterben. Und dort, wo ich begraben war, oder wo du begraben wirst, wo ich auch begraben worden. Wenn ich mich durch was anderes als durch den Tod von dir scheiden lot, dann lot dem Herrn sein Euer ab mir kommen. Ich meine einen ganzen Müllfall, nicht? Bei hier stell je was, dann ab einmal, so ist das. Sie sich ganz entschieden, das ist überhaupt nicht ein Zweifel in ihr. Dein Gott soll mein Gott sein. Sie sagt dem Herrn sein Name. Wenn wir andere Übersetzungen lesen, sie braucht hier den Namen Yahweh, den der Hebräer brauchte für Gott. Das scheint so, als wenn sie vielleicht doch was von ihrem Mann mitgekriegt hat, fertig gestorben wir. Dass sie eine Idee hat von diesen Worten Gott anbeten und nicht mehr Kamos, den Aufgott.
Sie sagt, ich gehe nicht gegen Haus. Du sind keine Christen. Du hast keine Gemeinde. Du bist der einzige Christen, wo ich mit mir holen kann. Tja, wie sei in der Verdäuschen Sprache, ja? Du trägst weg, ich trage mit dir mit. Weißt du was, das wird gewirkt verrückt. Warum? Glaubt ihr, die Lied in Bethlehem, die gleichen die Moabiter? No, überhaupt nicht. Das wäre er Feind. Ich weiß nicht, so gut das nicht wirst. Sie geht aber mit Naomi mit in ein fremdes Land an. Ohne Mann, ohne neue Freund, ohne Familie. Aber sie hat Glauben. Vers 18 und 20. Bett 20. Als Naomi dort klar wird, da droht sich nicht wird bereden lassen, jaft sie ab, zu bereden. Die beiden gingen dann wieder, bis sie nach Bethlehem kamen. An Bethlehem wunderte sich alle in die frühen Säden. Ist das wirklich Naomi? Nannt mich nicht Naomi, sagt sie. Nannt mich lieber Mara. Die alle Macht hat mein Leben besser gemacht. Mara meint besser. Sie sagt, Gott hat ihr Leben verdorben. Gott hat ihr Leben besser gemacht. Vers 21. Als wir verleiten, sagt Naomi, nämlich als sie von Bethlehem verleiten, wir mein Haus voll mit einem Mann und 2 Söhnen. Nu hat der Herr mich allein gebracht, mit keinem, der für mich sorgt. Nannt mich nicht mehr Naomi. Der Herr ist gegen mich, und der alle Macht hat, bringt mich Leiden. Was sind unsere Gedanken hier über Naomi? Ist der Platz wird aufgelebt? Ist Naomi wirklich schlecht geworden? Sie sagt, sie ist besser gegen Gott. Ich glaube, sie kann bloß frei rüt, kriegt, wo sie sich feilt. Weil viele Menschen feilen sich nach Moses dort. Aber nicht alle sagen, dort führt es dort. Ich denke, so alle haben noch mal Zeit gehabt, oder vielleicht haben wir nur so eine Zeit, wo wir nicht wirklich froh sind mit Gott. Wegen der Umstände und wegen Dinge in unserem Leben. Vielleicht, wenn Gott nicht uns Gebet beantwortet hat, was wir gedacht haben, dass er bei null soll haben. Oder wenn wir diesen Coronavirus-Raum uns haben. Er nimmt den noch nicht wahr, er merkt noch nicht Schluss damit, oder mit all den verschiedenen Dingen, was das mit sich bringt. Wenn ich die von der morgens bedriest fragen, wo geht es? How are you? ¿Cómo estás? Willst du die Wahrheit sagen? Willst du sagen, oh, sei ja gut, wenn es sehr schlecht ist? Naomi ist abrechtig. Sie sagt, kriegt, was bei ihr Leben sitzt. Was in ihr Anhalt getreut. Mein Leben stinkt, sagt sie. Und Gott ist schuld daran. Sie ist weins abrechtig, nicht? Sie kommt drüben, mit so sie sich feilt. Vers 22. So kam Naomi träg von Moab mit ihrer moabitischen Schwiegertochter. Dort wir gerade Anfang von der Jostarnd aus seiner Bethlehem kamen. Ja, das ist dasselbe Bethlehem, wo Jesus geboren wird. Von ungefähr 2000 Jahren später, als was das passiert, wird Jesus geboren. Und sie kamen nun in eine Zeit, wo der Arnd war. Was meint das? Das meint hier, wir Hoffnung. Diese Hungersnot ist vorbei. Du hast getreut, wir können Brot backen, wir können eten. So das wird der Anfang, nie ein Anfang von Naomi und von Ruth. Bist du in der Zeit von deinem Leben, wo du Gott seine Vorsorge in der Hand seine kost? Gottes Vorsorge, die lügt ab mir und die, wenn wir am Fall geworden. Aber wenn du das nicht fehlst, dass Gott seine Vorsorge in der Hand in deinem Leben ist, du sagst vielleicht, dein Leben stinkt, Gott kümmert sich nicht mehr, dann tut dieselbe 2 Dinge, was Ruth und Naomi deuten. Sie rannten nur Gott und sie rannten nur Gott seine Menschen. Sie gehen nur Gott und nur seine Gemeinde, können wir sagen. Und ihre Arnd fängt an zu kommen. Weißt du, wie wollen schlüten? Aber ich merke, die Maut dieselbe Dinge zu tun, was Naomi und Ruth deuten. Nimm diesen Schritt dichter bei Gott. Und nur seine Kinder. Ich würde gleich zu sagen, komm pünktlich nur die kleine Gruppe, was wir haben. Was ich über sehr hoffe, dass im Kartenwag war, wo sein. So, weil wir uns untereinander gedenken, und wenn die Bedürfnisse sind, weil wir die mitteilen mit jemand,
wir haben je WhatsApp, wir können je mit einzelnen Personen nach taub sein und so weiter. Waar wir das nicht versäumen, waar wir nicht zusagen, sorry und lüren, waar wir Gott das bringen, waar wir dichter bei Gott können und auch dichter bei seine Kinder. Vor dem Himmel, ich danke dir, dass du gut bist, dass du eine Fürsorge in der Hand hast, auch eine Hand, was du Wunder tut in unser Leben. Und ich danke dir von dir für jeder einen. Und ich bete, dass jeder einen wird sehen und mit jeder einen wird sein, dass du uns alle wird helfen, an der Zeit, wo wir sind, rechte Entscheidungen zu machen, treu zu bleiben und in Hoffnung Verweichtigkeit. In Jesus' Namen. Amen.